Hallo und willkommen zu The Forgotten City mit eurer Eule. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich was aufgenommen habe, aber ich habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden, aufzunehmen. Und ich dachte mir, das ist was Schönes, um wieder damit anzufangen. Ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt, ich gehe da blind rein, aber ich habe bis jetzt nur Gutes darüber gehört und alles, was ich weiß, ist, dass es sich wohl darum um ein Spiel handelt, in dem man eine römische Stadt erkundet und dass es irgendeinen Twist gibt, aber ich weiß noch nicht was. Dementsprechend weiß ich genauso wenig wie vielleicht manche von euch. Und es wäre super, wenn ihr nicht spoilern würdet, weil dann bin ich überraschter und dann könnt ihr euch mehr über mich amüsieren. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Mal gucken, wo wir landen. Dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus 3 Personen über 4 Jahre hinweg entwickelt. Und so schnell bin ich nicht. Müsst ihr selber lesen. Kann auf verschiedene Weisen enden. Gegenwart. Hallo. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Hast du das Kleingeld behalten oder hast du es mir wiedergegeben? Ich glaube, das ist Weib. Nehmen wir. Mitte. Eule. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? Nee. What's the last thing you remember? Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer geheimen Mission. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz und ich erinnere mich an kaum etwas. Ah, okay, das hat Werte. Jahrelanges Studium der Geschichte ergibt Einblicke in die Welt der Antike. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. Nach allem, was ich gehört habe, ist dieses Spiel eigentlich nicht durch Gewalt zu lösen. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht und du bist 25% schneller beim Sprinten. Und dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Die 3 scheinen alle sehr, nicht kampffixiert zu sein, aber ich glaube, ich möchte lieber die Wissensoption haben. Wir sind offenbar Archäologe. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Das klingt auf jeden Fall besser, als im Fluss zurückzuschwimmen. Aber ja, lass uns ein paar Fragen stellen. Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? So, wer ist Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Du hast also noch wen hier am Strand gefunden und bleibst jetzt hier, weil du ihm versprochen hast, dass du auf jeden Fall hier bleibst, egal was passiert? Was machst du hier überhaupt? Was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Möchtest du mir nicht zumindest sagen, wie du heißt? Oh,
I'd rather not say if it's all the same to you. Okay, dann halt nicht. Fremde. Hm, Nein, ist schon okay. Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? Na gut, wo sind wir hier überhaupt? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Das erklärt zumindest die römischen Ruinen. Da findet man sie am ehesten. Naja, anderswo auch. Die waren ja recht viel unterwegs. Ja, was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Al scheint sehr wichtig zu sein. Ja. Wie wär's damit, Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Handys scheinen kein Ding zu sein. Oder kein Empfang. Na gut. Great. So you're ready to go look for Al? Ja, ist ja in Ordnung. In Ordnung, ich bin dabei. Ich gehe wegen der kostbaren Artefakte hinein, aber ich halte Ausschau nach ihm. Ich verzichte. Nein, wir können mal nach ihm gucken. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Ich habe gerade nichts Please, Besseres zu tun. hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Eine solide batteriebetriebene Taschenlampe. Kann man drehen. Danke. So. Lagerfeuer. Nee, schlafen müssen wir jetzt akut nicht. Das ist das Ruderboot. Sieht kalt aus. Okay. Mit dem Mausrad kann man die Taschenlampe benutzen. Ich habe vorher einfach zu doll gedreht. Ich habe mich gewundert, warum er die nicht benutzen möchte. Eine Höhle. Mit sehr symmetrischem Wasser. Schick. So, wir können sprinten. Taschenlampe senken. Am Sternenhimmel. Im Wasserfall. Das sieht schon schick aus hier. Ein Rucksack. Ein Rucksack voll mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass Al ihn zurückgelassen hat. Hui. Bisschen empfindlich, aber den lassen wir hier. So, hier ist ein Zettel. Als Notiz. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Das heißt, um Al zu finden, müssen wir da hinterher. Schönes Mosaik. Was ist gerade passiert? Tür ist zu. Ich darf nicht mehr raus. Na gut, dann gucken wir uns halt... No. Uah!
Das war fast, was ich wollte. Ich habe eine Vermutung, wo Al hin ist. Ich habe das Gefühl, er war genauso enthusiastisch wie wir, dahin zu gehen und ist auch runtergefallen. Ich hatte gehofft, noch was greifen zu können, aber... Ja. Seltsame Haltung. Wer bist du? Warum flüsterst du mit mir? Und warum sind hier lauter seltsame Statuen? Sehen alle sehr dynamisch aus. Und abwehrend. Achso. Taschenlampe? Wäre vielleicht klug, die Sachen zu beleuchten, dann sieht man sogar was. Das Mosaik. Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Der sieht auch unglücklich aus. Huch! Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Das könnte einen Gladiator in die Flucht geschlagen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt wissen möchte. Hier? Okay, einfach gegenrennen. Ah. Nope. Die junge Römerin sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Und was auch immer hier passiert ist, scheint erschreckend gewesen zu sein. Noch eine Höhle. Ja, speichern wollen wir jetzt akut gerade nicht. Also das Spiel speichert sowieso selbst, soweit ich das mitbekommen habe. Dementsprechend wir aufpassen, dass man hier nichts verpasst. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Verrat du es mir. Ich bin im Fluss aufgewacht. Also neben dem Fluss. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Was auch immer hier passiert ist, scheint eine Art Katastrophe gewesen zu sein. Ein römischer Legionär in Todesangst. Eine sehr bedrohliche Katastrophe. Schön verlassen hier. Schaust du hin? Höhlendecke. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Eilen wir uns mal hier die Treppe hoch. Oh. Hängende Goldstatue. Der sieht aber nicht aus wie ein Römer. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss Al sein. Aber wie ist das möglich? Wow, das sogar das Seil ist vergoldet. Beschriftete Steintafel. Whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place. Going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right.
And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Du machst mir Mut. So, ich habe aber noch nicht vor, meine Erkundung zu beenden. Ich gehe jetzt nachgucken, was du meinst. Eine junge Römerin in Panik. Ja, ich kann dich hören, aber ich kann dir nicht antworten. Hier lang? Wo lang? Hier lang ist ohne Zeigen nicht so einfach. Ah, wahrscheinlich spricht das Portal zu mir. Warum ist dein... Und... No, okay. Erstmal hier gucken. Ja, ja, da lang. Weiß. Ein Römer, der auf Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Ein Skelett ist ungewöhnlich. Überreste eines Menschen, wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Und hatte er ein Feuerzeug dabei. Ein leeres Feuerzeug. Elle muss es benutzt haben, um all die Fackeln anzuzünden. So. Faszinierend. Ah, was soll schon schiefgehen dabei, in unbekannte Portale zu springen? Hui. Wow. Das ist hell. Ui. Tritt durch den Übergang in die Vergangenheit. Oh, Granatäpfel. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Bin gerade erst angekommen. Ein römisches Relief, das ein großes kreisförmiges Portal und 2 Frauen darstellt. Ich frage mich, wer das sein könnte. Gute Frage. Ich weiß zwar ein bisschen was über römische Mythologie, aber ein großes kreisförmiges Portal sagt mir jetzt nichts. Aber die Granatäpfel sehen lecker aus. Ich meine, es sind Granatäpfel, natürlich sind sie lecker. Ah. Das sieht dem sehr ähnlich, nur intakt. Das ist die Terrasse, wo der gekniet hat vorher. Wenn ich mich nicht ganz irre. Vielleicht auch nicht. Die Treppe sagt nichts. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Hallo. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemanden zu treffen. Nein, wir wollen vielleicht nicht gleich mit Lügen anfangen. Ich komme aus der Zukunft. Vielleicht nicht so. Fragen wir doch nach dem Schrein. Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? Ja. Ja. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Das tut mir leid. Ich wollte niemanden verärgern. Ach, was soll's. What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Na gut. Dann musst du halt mit der Wahrheit klarkommen, mein Lieber. Ich bin Eule und komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not
right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Ja, danke. Danke, belassen wir es dabei. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. Danke. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Okay, was bedeutet das für mich? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Klar. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Man kann automatisch folgen. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Hallo. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Noch eine Goldstatue. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Hallo. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this Stimme flüstert immer central noch zu mir. plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Hi. Greetings, citizen. Uah. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Klar. Worum geht's eigentlich? I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Okay, dann gehen wir mal los. Follow me. Ich hab ja schon The only thing you rausgefunden. really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Da kommt also der Begriff her. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die goldene Regel kennenlernen möchte. Aber nett hier. Dafür, dass ihr 23 Leute seid, habt ihr erstaunlichen Statusunterschied zwischen euch. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name?
Hallo, ich bin Eule. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ist auf jeden Fall faszinierend. Und ich glaube, der Archäologe in mir will hier gar nicht so schnell weg. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Unwahrscheinlich. Irgendwas ist immer. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das auf Dauer schwierig ist, das beizubehalten. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Okay, das heißt, die ganzen goldenen Statuen sind Leute? Leute von woher? Weil ihr seid ja jetzt seit ein paar Monaten hier. So, ja, was zählt hier denn eigentlich als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ich habe das Gefühl, dass eure Traditionen und andere sehr unterschiedliche Definitionen davon haben, was Sünde ist und was nicht. Aber okay. I'm glad you agree. Ist immerhin eine römische The Stadt. key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Gut, ich hatte nicht vor, deine Stadt anzuzünden,
Also macht ihr keine Sorgen. So. Proserpina hat euch geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Du hast das erschaffen. Ah. Interessant. 2,000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ich weiß nicht, ob Lügen so eine gute Idee ist hier. Also erzählen wir einfach die Wahrheit. Ihr werdet alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. So, dann erzähl uns doch mehr über das Ritual. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ah. Das heißt, du bist der Einzige, der tatsächlich gestorben ist? I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ich gebe mein Bestes. Well, I suppose that's all I can ask for. Hui, wo sind wir da nur reingeraten? Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut, das probieren wir einmal aus. So. Gibt es denn irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ja. Es bringt nichts, ihm das zu sagen. Wenn wir ihn verdächtigen, dann ist er entweder beleidigt oder ertappt, aber ist dann noch weniger bereit, mit uns zu reden. So. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. Ich hoffe doch. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Hoffentlich. Na gut. Gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Wir sollen ein Zeitparadoxon erzeugen. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Klar,
Ich meine, ich wollte mich hier umschauen. Und wenn das der Weg ist, irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Wonderful. Now, I need you to investigate the city. Talk to everyone. Help them, if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Gut, dann werde ich das tun. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Entschuldigung, überall mir mal alles anzugucken. Also aus archäologischer Sicht ist das auf jeden Fall sehr interessant. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Da scheint jemand unglücklich zu sein. Okay. Klar kümmere ich mich drum. So, da drüben. Mal den Überblick. Wow. Sieht aus, als hätten wir ein bisschen Stadt zu erkunden vor uns. Aber ich glaube, für heute haben wir erstmal genug damit gesprochen. Wir haben jetzt eine grobe Idee, was wir hier vorhaben. Und schauen wir, was wir da tun können, um da weiterzumachen. Wenn euch das Spiel gefällt, wie immer, ihr könnt das Video jederzeit pausieren. Probiert es selber. Nach allem, was ich gehört habe, ist das wohl eins, das man nur einmal wirklich erleben kann. Dementsprechend, die Videos sind später auch noch da. Probiert es im Zweifel lieber selber aus. Ansonsten hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.